Pass mal auf, Kumpel. Die Märchen von der finanziellen Freiheit. Regierungen lieben es, dir zu erzählen, dass sie nur dein Bestes wollen. Sie reden von Stabilität, Wachstum und Chancen. Aber wenn du mal die staubigen Seiten der Geschichte durchblätterst, siehst du die dunkle Realität. Im Grunde tun sie seit Jahrhunderten dasselbe. Sie verkaufen uns die immer gleichen alten Tricks in neuen Verpackungen, nur um den kleinen Mann pleite gehen zu lassen, während sie die Macht bei einer winzigen Elite oben konzentrieren. Das Ziel ist immer gleich: Vermögen nach oben umverteilen und das Volk abhängig halten. Der älteste Trick der Welt: Inflation oder das Loch in deiner Tasche. Weißt du, was eine Regierung macht, wenn sie mehr Geld ausgeben will, als sie durch Steuern einnimmt? Sie hat zwei Wege. Entweder sie sagt dir ins Gesicht: Wir nehmen euch mehr weg, was sie den Kopf kosten könnte, oder sie verwässert heimlich den Wert des Geldes. Im alten Rom fingen die Kaiser an, den Silbergehalt der Münzen zu senken und sie mit Kupfer zu strecken, um ihre Kriege zu finanzieren. Von außen sah die Münze gleich aus, aber der Wert war verpufft. Genau das ist Inflation. Eine stille Steuer auf den Rücken der Bürger. Bei den Römern hat es funktioniert und heute spielen die Zentralbanken genau dasselbe Spiel. Schulden mit einer Prise Patriotismus. Im Mittelalter zwangen Könige Kaufleute dazu, der Krone Kredite zu geben. Ablehnen? Das bedeutete Knast oder Enteignung. Als 1694 die Bank of England gegründet wurde, nannte man das moderne Wirtschaft, aber der Kern war faul. Reiche liehen dem Staat Geld und kassierten fette Zinsen. Um diese Zinsen zu bezahlen, wurden Steuern auf Salz, Bier und Stoffe erhoben. Das heißt, die Armen zahlten Steuern, damit die Zinsen der Reichen bedient werden konnten. Kommt dir das bekannt vor? Moderne Spiele, Rettungsschirme und Schuldenberge. Heute ist es kein Stück anders. Sie reden von Haushaltsdefiziten oder Infrastruktur, aber das Geld fließt meistens direkt in die Rüstungsindustrie oder an Großkonzerne. Erinnerst du dich an die Krise 2008? Die Banken haben gezockt und wer hat die Zeche gezahlt, als sie pleite gingen? Du, ich, wir alle. Sie nannten es Systemrettung. Aber eigentlich haben sie die Verluste der Reichen aus deiner Tasche bezahlt. Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert. Rententraum oder Schneeballsystem. Du zahlst jahrelang in das Rentensystem ein und denkst, der Staat bewahrt das Geld für dich auf. Die harte Wahrheit ist, das Geld ist längst weg. Sie haben es sofort ausgegeben und nur ein Versprechen hinterlassen, dass die nächste Generation schon irgendwie dafür aufkommen wird. Wenn die Gesellschaft dann altert, heißt es plötzlich: Tja, das System funktioniert nicht mehr. Und sie kürzen die Bezüge oder schrauben das Rentenalter hoch. Warum checken wir das nicht? Komplexität als Tarnung. Tausende Seiten Steuergesetze, unverständliches Wirtschaftsjargon. Das ist alles Absicht. Wenn du nicht mehr durchblickst, wohin das Geld fließt, kannst du dich auch nicht wehren. Komplexität ist das beste Versteck für Diebe. Was kannst du also tun? Glaub nicht den Schlagzeilen. Wenn ein Konjunkturpaket angekündigt wird, frag dich immer, wer wird dadurch zuerst reich? Zieh die Inflation nicht als Schicksal hin. Inflation ist kein Unfall, sondern bewusste Politik. Es ist der Weg des Staates, seine Schulden zu verbrennen, indem er deine Ersparnisse entwertet. Bau dir deine eigene Festung. Vertrau nicht darauf, dass das System dich schützt. Das System ist dazu da, sich selbst zu schützen, nicht dich. Hör zu, die Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht 1:1, aber wenn du die wirtschaftlichen Hintergründe nicht verstehst, wirst du zwischen den Zahnrädern zerquetscht. Finanzielle Bildung ist mehr als nur Geld verdienen. Sie ist eine Form von Widerstand. Halt die Augen offen, denn die Spiele, die heute dein Bankkonto leeren, sind dieselben, die schon vor 2000 Jahren in Rom gespielt wurden. Nur die Vokabeln haben sich geändert.
Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.